Wer mit viel Spaß ins Tal brettern will, der muss normalerweise erstmal auf den Berg, entweder mit dem Lift im besten Fall oder aus eigener Kraft, indem man in die Pedale tritt. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob man ein E-Bike oder ein Mountainbike hat. Man muss viel Kraft aufwenden, was oft auch bedeuten kann, man bekommt Schmerzen in den Knien oder in den Füßen. Wie diese Schmerzen entstehen und vor allem, was man dagegen machen kann, kleiner Spoiler, dagegen kann man eine ganze Menge machen, das schauen wir uns heute an. Wir sind in Koblenz bei Ergon, den absoluten Experten für ergonomische Lösungen an Mountainbikes. Und welche Tipps es gegen Schmerzen beim Mountainbiken gibt, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß dabei! Heute wollen wir uns über das Thema Füße und Pedale unterhalten und welche Beschwerden es beim Pedalieren gibt. Und damit ich euch das nicht alleine erklären muss, habe ich mir eine Expertin an meine Seite geholt, Dagny von Ergon. Schön, dass du heute bei uns bist und uns erklärst, was für Probleme beim Pedalieren auftreten können, egal ob jetzt E-Mountainbike oder Mountainbike und vor allem, was man dagegen tun kann. Vielleicht direkt als erste Frage, wie kommen Beschwerden beim Pedalieren zustande? Ja, es gibt verschiedene Ursachen. Hier die häufigst genannte Beschwerde ist wohl die Taubheit der Füße und kann eben aus unterschiedlichen Dingen resultieren. Also wir haben zum einen ganz simpel erstmal den Schuh, der muss natürlich passen. Also allein von der Größe natürlich. Dann sollte der Schuh keine zu dicke und weiche Sohle haben, wo der Fuß zu doll einsinken kann. Und dann zum Beispiel auch die Einlegesohle. Was ist da für eine Sohle drin? Ist das eine ganz platte oder ist es eine ergonomisch geformte, die den Fuß auch unterstützt? Das ist ja ein Thema, über das man sich eigentlich fast keine Gedanken macht. Man geht in den Laden, man kauft einen Schuh, probiert natürlich die Größe aus, die sollte passen. Das kennen wir auch von ganz normalen Straßenschuhen, aber so Thema Einlegesohle spielt für die meisten wahrscheinlich gar keine Rolle. Kommen wir, glaube ich, gleich auch noch drauf zu sprechen. Genau. Und eine weitere Ursache dann für Fußbeschwerden oder auch dann später Kniebeschwerden ist eben die Positionierung vom Fuß. Die ist auch besonders wichtig, genauso beim Mountainbike-Fahren oder beim EMTB-Fahren. Egal welcher Einsatzbereich, die Positionierung des Fußes sollte hier schon passen. Ja, du hast gerade gesagt, die Fußpositionierung sollte passen. Man hat ja ein Pedal, irgendwie die Größe, die Auflagefläche, tritt da fleißig in die Pedale, aber wie weiß ich, dass die Fußpositionierung stimmt oder wie weiß ich, dass sie vielleicht auch nicht stimmt? Ja, also man merkt es zum Beispiel dadurch, wenn man entweder vorne in der Kniescheibe oder hinten in der Kniekehle Schmerzen bekommt, dann weiß man schon, okay, irgendwas stimmt nicht, entweder im Nachsitz vom Sattel oder eben in der Positionierung des Fußes. Ganz kurz für alle, die unser Video zum Thema Sitzbeschwerden nicht gesehen haben und vielleicht mit dem Begriff Nachsitz nichts anfangen können. Was ist das? Genau, der Nachsitz ist die Verschiebung des Sattels nach vorne oder nach hinten, also in Richtung Lenker oder zurück. Ja, das Video, das verlinken wir euch natürlich auch nochmal gerne, das findet ihr hier oben. Aber kommen wir zurück zur Fußposition auf den Pedalen. Also was spielt da die wichtigste Rolle? Der wichtigste Punkt ist eben, dass man den Fuß richtig positioniert und das findet man heraus, indem man einmal versucht, sein Großzehengrundgelenk zu ertasten und das Kleinzehengrundgelenk. Und dann merkt man schon, dass die beiden Punkte gar nicht parallel zueinander laufen, sondern leicht schräg zueinander liegen. Und der Mittelpunkt dieser beiden Punkte, dieser diagonalen Linie, ist der Kraftangriffspunkt. Also der Punkt, worüber die Kraft auf die Pedale übertragen wird. Und dieser Punkt sollte mittig auf dem Pedal liegen, also über der Pedalachse. Okay, Großzehengrundgelenk, Kleinzehengrundgelenk. Habe ich jetzt bei mir noch nie ertastet. Merke ich das, wenn ich an meinem Fuß rumdoktor oder brauche ich dafür eine abgeschlossene Ausbildung? Oder wie bekomme ich diese beiden Punkte raus? Weil die scheinen ja sehr essentiell zu sein. Genau, die kann man eigentlich ziemlich leicht ertasten, wenn man einmal den Schuh auszieht und einfach die Zehen mal nach vorne hoch anhebt. Dann ist es praktisch, an dem Gelenk fangen die Zehen hoch zu gehen an, was eben das Großzehen- oder das Kleinzehengrundgelenk ist. Und dadurch ertastet man das. Das steht auch leicht raus am Fuß, das lässt sich eigentlich ziemlich gut ertasten. Okay, das heißt, ich habe diese beiden Punkte, das ist dann eine Diagonale und diese Diagonale sollte auf der Pedalachse liegen? Ja, ganz genau. Okay, das klingt erstmal gar nicht so kompliziert. Und dann weiß ich, das ist so ungefähr die richtige Fußposition auf dem Pedal. Und dann kann ich mich von Kniebeschwerden verabschieden, hoffentlich. Im besten Fall ist das so. Wir haben hierzu, das nehme ich mal gerade mit, auch ein ganz hilfreiches Tool bei uns. Das ist die Fitting Box fürs Mountainbike. Und hier wird unter anderem eben auch die Position des Fußes auf der Pedale erklärt.
Da sind dann auch nochmal ganz genau erklärt, wie ertastet man das, wie sieht das aus und wie positioniere ich den Fuß dann, sind hilfreiche Schablonen dabei und da lässt sich eben dann die Position sehr gut einstellen. Ja, das kenne ich so ein bisschen vom Rennradfahren. Also da bin ich eingeklickt unterwegs, auf dem Mountainbike nicht. Da fahre ich Flatpedale einfach wegen der Kontrolle im Gelände. Aber auf dem Rennrad habe ich die Erfahrung gemacht, da macht wirklich jede kleinste Veränderung am Glied schon recht viel aus. Und da hatte ich dann auch Situationen, wo ich auf einmal Kniebeschwerden hatte oder wo mir vielleicht dann auch die Zehen eingeschlafen sind. Und kleinste Veränderungen am Glied haben das eigentlich schon bewirkt. Das heißt, da ist der Fuß wahrscheinlich ziemlich feinfühlig, beziehungsweise so, man sagt ja immer, so vom Fuß ziehen sich alle Probleme den ganzen Körper hoch. Würdest du sagen, es ist sehr wichtig, dass man die perfekte Fußposition auf dem Pedal hat? Ja, vor allem, wie du sagst, wenn man mit Cleats fährt, das kommt da jetzt auch im Mountainbereich vor und dazu haben wir hier auch eine passende Schablone, das ist unser Cleat-Tool, haben wir auch verschiedene Systeme. Und mit diesem Cleat-Tool kannst du eben dein Glied auch passend einstellen. Also einmal in die Längsrichtung, also vor und zurückgeschoben. Dann, wie orientiert sich deine Ferse, also die Rotation des Fußes. Und dann auch der Q-Faktor, also wie weit steht der Fuß vom Tretlager entfernt. Also die Verschiebung links nach rechts, wie breit man sozusagen steht. Genau. Was würdest du sagen? Ist es besser, je breiter man auseinander steht oder je schmaler man steht? Oder ist das individuell unterschiedlich, je nachdem, was in der Schablone rauskommt? Also wichtig ist auf jeden Fall zu beachten, dass man natürlich, wenn man einen sehr breiten Fuß hat, der Fuß auch an der Pedale vorbeikommt, also an der Kurbel und nicht hängen bleibt. Ja, das klar. ist besonders wichtig. Und dann sollte immer die Beinachse in einer Linie verlaufen. Also das Knie zur Hüfte sollte immer in einer Linie sein. Und wenn ich jetzt sehr weit nach innen stehe, dann merkt man schon, wenn ich jetzt runtergehe, dann kippt mein Knie nach außen. Also hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Beinachse in einer Linie steht. Das heißt, die Kraft sollte möglichst senkrecht auf die Pedale kommen und die Knie dabei nicht irgendwie nach innen oder außen verdreht sein. Gut, ich kenne es von mir. Ich habe ziemliche Plattfüße, dadurch habe ich auch relativ verdrehte Knie. Was würde ich in dem Fall machen? Weil nur über die Pedale bekomme ich das wahrscheinlich nicht hin. Kommen da die Einlegesohlen ins Spiel? Ja, genau. Also wir haben zum einen eben, muss man natürlich immer mit beachten, wie du sagst, wenn man jetzt O- oder X-Beine hat, dann stellt man auch am Glied entsprechend ein, dass eben man versucht, die Knie gerade verlaufen zu lassen. Und anderenfalls haben wir, wie du gerade schon erwähnt hast, auch unsere Einlegesohlen. Das Thema hatten wir ganz am Anfang schon. Die sind hier auch ergonomisch geformt. Bedeutet, wenn man jetzt einen ganz normalen Mountainbike-Schuh kauft, dann sind in der Regel nicht ergonomische, sehr platte Einlegesohlen in dem Schuh drin. Und der Druck wird eben sehr punktuell auf das Pedal übertragen, wodurch eben auch die Taubheit wieder im Fuß eine Folge sein kann. Und die Einlegesohlen hier, die haben zum einen, das sieht man vielleicht ganz gut, hier an der Seite eine Stütze für den Fuß und auch eine Mittelfußstütze, die eben dafür sorgt, dass der Druck im Schuh gleichmäßiger verteilt wird. Sprich, man steht so ein bisschen, wenn ich mir das anschaue, wenn ich das richtig sehe, steht man innen so leicht erhöht. Genau, also wir haben ja auch unser Fußgewölbe, was in der Mitte des Fußes auch nach oben geht und die Einlegesohle unterstützt dieses sozusagen, dass man nicht, wie du eben auch gesagt hast, mit einem platten Fuß dann fährt. Also für mich wäre sowas wahrscheinlich genau richtig, weil platter als meine Füße geht wahrscheinlich gar nicht. Sowas könnte ich dann wahrscheinlich gut gebrauchen. Genau. Gut. Macht es deiner Erfahrung nach als Ergonomie-Expertin bei Ergon einen Unterschied, ob ich jetzt Klickpedale fahre oder ob ich Flatpedale fahre? Und wenn ja, wie wirken sich diese Unterschiede aus? Es kommt natürlich ganz darauf an, wie das Einsatzgebiet ist. Das heißt, wenn ich sehr viel Strecke fahren möchte, sehr schnell vorankommen möchte, dann machen natürlich Cleats Sinn oder vielleicht auch, um ein bisschen mehr Kontrolle zu haben über die Pedale. Aber das ist auch sehr viel Gewöhnungssache. Also viele Mountainbiker fahren ja eben auch einfach mit Flat Pedals, weil sie sich damit wohler fühlen. Ja, das ist ja teilweise schon so eine Glaubensfrage. So entweder man fährt Flatpedale oder man fährt eingeklickt, aber irgendwas dazwischen oder so hin und her wechseln gibt es da ja fast nicht. Aber wie du sagst, kommt natürlich auch auf den Einsatzbereich an. Und eine weitere Besonderheit, gerade jetzt bei E-Mountainbikes, die immer populärer werden, da hat man ja natürlich sehr, sehr viel Kraft und Unterstützung durch den Motor, teilweise mehr als man selbst in die Pedale bringt. Wirkt sich das
Auf die Pedale aus, sollte man da verschiedene Dinge beachten oder sagst du, egal ob mit oder ohne Motor, die Fußposition auf dem Pedal und die Anatomie des Fußes muss passen und dann fährt man beschwerdefrei Mountainbike? Ganz genau, wie du eigentlich sagst, die Positionierung des Fußes ist im Prinzip das Wichtigste und das gilt auch sowohl fürs E-Mountainbike als auch fürs Mountainbike. Wenn ich jetzt während einer Tour merke, dass ich Schmerzen im Knie bekomme, egal ob auf der Vorderseite oder auf der Rückseite, und die Schmerzen treten vielleicht auch ein paar Mal hintereinander auf, soll ich dann durch diesen Schmerz durchfahren, dass sich meine Knie und meine Füße dran gewöhnen? Oder würdest du sagen, an dem Punkt lieber mal auf die Pedaleinstellung schauen und daran was ändern? Ganz genau, ich würde auf jeden Fall schauen, wenn der Schmerz regelmäßiger auftritt, dass man eben auch was daran ändert, sei es jetzt die Sattelpositionierung, die wir eben schon hatten, oder eben die Fußstellung, die korrigiert werden muss. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos rund ums Thema Fußposition und Beschwerden im Fuß und natürlich auch den passenden Lösungsansätzen. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen zu dem Thema habt, das ist ja ein sehr komplexes, vielschichtiges Thema. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungswerte habt, irgendwelche Probleme, die euch beschäftigen, dann postet das gerne in die Kommentare. Wir werden es versuchen zu beantworten oder wir werden es an Ergon weiterleiten, die uns da weiterhelfen werden, damit wir euch weiterhelfen können. Ansonsten verlinken wir euch auch gerne den ausführlichen Artikel. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.